How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Wow, das ist super schön. Weißt du, die Gelegenheit war günstig. Hermann hat morgen frei. Also ich bin mir sicher, Hermann wird sich über die Überraschung freuen. Gefällt's dir? Ja, alles schön. Na komm, setz dich. Ich will nicht mehr. Stimmt es, dass der Bonus für die anstehende Show gestrichen werden soll? Niemand hat vor, die Bonuszahlung zu streichen. Es ist längst entschieden, dass der Bonus dieses Jahr ausfällt. Aber Sie wollen es uns erst nach den Fashion Days sagen, damit wir weiter schön Überstunden schieben. LCL hat keine andere Wahl. Und was wird mit den Leuten? Marlene setzt sich bei den Ladenstands dafür ein, dass wir den Bonus doch noch bekommen. Ich habe deine Salbe, die wirkt gegen fast alles. Danke. Also, wundervoll bringt meine Salbe nicht. Nee, die nicht, aber du. Sebastian. All I am is the bonds you made for me. Frieda, ich wollte die Abzüge holen. Ups. Weitermachen. Der wird schon nichts sagen. Wäre das ein größtes Problem? Nein. Ich muss weiterarbeiten. Feeling like I know the words of a song I haven't wrote. A song of love, a song of hope. A song that guides me down this road. Vicky, ist was? Kann nicht mehr, Hermann. Was kannst du nicht mehr? Kann so nicht weitermachen. Was kannst du nicht so weitermachen? Es muss sich was ändern. Unsere Ehe muss sich ändern. Warum? Ist doch alles bestens in Ordnung. Nein. Das ist es nicht. Es war schon lange nicht mehr. Für dich. Für dich ist alles schick, ja, das glaube ich. Hauptsache, es bleibt alles, wie es ist. Und du hast deinen Fernseher, dein Essen, dann Feierabendbier. Aber ich ertrage das nicht mehr. Das ist nur noch Stillstand, Gewohnheit, immer gleich. Wir leben doch nur noch nebeneinander her. So, dazu müsstest du ja erst mal hier sein und nicht die ganze Zeit in Düsseldorf. Das fällt dir doch nur auf, weil die Mahlzeiten nicht mehr von allein auf dem Tisch stehen. Das ist jetzt nicht wahr. Wann hast du mir das letzte Mal Blumen geschenkt? Es ist doch auch egal, man kann doch seine Ehe nicht von Blumen abhängig machen. Doch, das kann man. Genau das kann man, weil auf diese Dinge, auf die kommt's an. Neulich, als ich dich in Düsseldorf besucht habe, das waren Blumen, ne? Ja, das waren Blumen. Du bist nach Düsseldorf gekommen, weil du zu diesem Dia-Vortrag übers Fjordfischen wolltest. Und die Blumen, die waren eine Entschuldigung, weil mich das so verletzt hat. Nein, ich rede von einer spontanen Aufmerksamkeit, von einer liebevollen Geste, einfach so, ohne besonderen Anlass. Die Hose. Ja. Und wenn du mich dann mal mitnimmst, dann darf ich stundenlang neben dir im schlammigen Tümpel stehen und den Mund halten. Ja, das ist nun mal so beim Angeln. Ja, deswegen hasse ich Angeln. Weißt du, womit Herr Wolf seine Frau nach 20 Jahren Ehe... Aha, jetzt haben wir's. Daher weht der Wind. Ja, Herr Wolf. Herr Wolf tut dies, Herr Wolf sagt das. Die ganze Zeit dreht sich hier um Herrn Wolf. Wahrscheinlich hat er dich auch zu diesem Aufstand hier angestachelt. Nein, es geht hier doch nicht um Herrn Wolf. Es geht hier um dich und um mich. Willst du das denn nicht verstehen? Also ehrlich gesagt finde ich super, dass Marlene sich so fürs ganze Team einsetzt. Absolut. Ich meine, wenn die Firma jedes Jahr einen Bonus ausbezahlt hat, dann soll die auch dieses Jahr einen auszahlen. Ja. Und Marlene sorgt dafür, dass wir ihn auch bekommen. Aber wie willst du das anstellen? Ich werde mit der Geschäftsführung reden. Wow, reden, das bringt bestimmt eine Menge. Mann, was soll sie denn deiner Meinung nach sonst tun? Im Showgeschäft hat sie bestimmt gelernt, wie sowas läuft.
Willst du damit sagen, Marlene hat sich hochgeschlafen? Dann wäre sie eine ziemliche Niete, wenn am Ende nur ein Job am Empfang rausspringt. Ich wäre da schon ganz woanders. Du solltest nicht immer von dir auf andere schließen. Was? Ich habe hier mit niemandem gevögelt. Weil ich keiner wollte. Also dir kann man es echt nicht recht machen. Jetzt hat sie sich schon zu uns bekannt und du zickst immer noch rum. Ja, das finde ich auch. Außerdem, was haben wir denn zu verlieren, ne? Nix. Wenn Marlene es schafft, dass wir den Bonus kriegen, ist doch geil. Wenn, ja. Ich verspreche euch auf jeden Fall, dass ich alles dafür tun werde. Das wollte ich hören. Wir verlassen uns drauf. Chefetage an die Arbeit. An der Innenseite Triumphator, dahinter sehen wir Big Church. Also Christine zieht gerade zum ersten Mal hinunter und am Flugzeug gleich vorbei. Raphael an der Innenseite vom Raum, als dahinter Triumphator, dann sehen wir Big Church. Weißt du, ich möchte doch nur, dass sich zwischen uns ein paar Dinge ändern. Vicky, wir sind seit Jahren glücklich verheiratet. Und dann gehst du zu dieser Familie und auf einmal ist alles Dreck. Nee, nicht Dreck. Und auch nicht auf einmal. Ich habe schon so lange das Gefühl, dass mir was fehlt. Deswegen bin ich überhaupt nach Düsseldorf gegangen. Weil ich mal ein bisschen Abwechslung gebraucht habe, um mal was anderes zu erleben. Abwechslung von mir meinst du wohl mit Herrn Wolf? Ach, komm, jetzt hör doch bitte mal auf mit Herrn Wolf. Ich will doch nur sagen, dass ich auch Bedürfnisse habe. Ach, stell dir vor, das ist mir auch schon aufgefallen. Es geht hier nur noch um deine Bedürfnisse. Ehrlich gesagt, deine Bedürfnisse, die stehen mir bis hier. Hier wird nur noch gemeckert. Es wird in einer Tour hier rumgetottert. Kann man nicht einfach mal seine Ruhe haben? Das hier ist unser Zuhause, unser gemeinsames Leben. Da lasse ich mir doch von niemandem reinquatschen. Ich werde einen Teufel tun, das wird alles so bleiben, wie es ist. Und wenn du jetzt gehst... Glaub bloß nicht, dass ich dir hinterherlaufe. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat the wood is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels. Kurzer Status Quo zu den Fashion Days. Die Location steht und ich habe eine Bühnencrew gefunden, die nicht nur gut ist, sondern auch unserem menschlichen Taschenrechner, oh nein, unserer neuen Design-Praktikantin Frau Schulz gefallen sollte. Kurz, der Preis stimmt. Gut, sehr gut. Wie kommen wir mit dem Casting der Models voran? Okay, sprechen wir über Frieda. Nach deinem ständigen Ich will nicht, bist du jetzt wieder bei Ich will angelangt? Oder bereust du das schon wieder? Ich hatte mir mehr erhofft. Dr. Bender hat mit Herrn von Lahnstein gesprochen. Auch über eine Verlegung in ein Pflegeheim. Herr Lahnstein wollte es die ihre Meinung abwarten. War Herr von Lahnstein denn schon hier? Nein, soweit ich weiß, sogar seit einiger Zeit nicht mehr. Ich kann ihn verstehen. Er scheint sich langsam an den Gedanken zu gewöhnen, dass er nichts mehr für seine Ex-Frau tun kann. Es ist doch so, jeder Mann, der nur halbwegs bei Verstand ist, würde Frieda wollen. Ich hab doch recht, oder? Diese Frau ist toll, sie ist sexy, schlagfertig, lustig. Sieht von hinten mindestens genauso gut aus wie von vorne, was man jetzt auch nicht von jeder behaupten kann. Das sind aber verdammt simple Kategorien, oder? Aber sie funktionieren, sag, was du willst. Kommt drauf an, was man erwartet. Was erwartest du denn von Frieda? Gar nichts.
Es ist doch einfach so passiert. Oh, Herrgott, sie muss einfach nur da sein. Sie muss mich ansehen und schon ist die Welt in Ordnung. Dann geh zu ihr und bring deine Welt in Ordnung. Wenn das mal so einfach wäre. Oh Gott. Ich bin so bescheuert. Ich habe mir eben einfach eingebildet, dass ich das irgendwie hinkriege. Irgendeine Art von Beziehung zu dieser Frau zu haben, in der ich für das Kind da sein kann. Es muss doch möglich sein, Verantwortung zu übernehmen, ohne dabei in einer herkömmlichen Beziehung... Das ist doch Hirnwichse. Hast du wirklich gedacht, das funktioniert? Ich habe gehofft. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Tanja und das ist die Mutter meiner Tochter. Ich werde sie nicht aufgeben. Du kannst sie aber nicht ins Leben zurückholen. Du musst Abschied nehmen. Ich weiß. Dann geh zu Frieda und sag ihr das. Wie lange willst du noch auf ein Wunder warten? Tragic little fellow, 'cause he's always left behind. Speeding through Australia. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ja, ich darf aber doch trotzdem eine andere Meinung haben. Die du hier lauthals verkündest? Ja? Marlene, du bringst die Mitarbeiter gegen uns auf. Ich? Ach, das waren wohl eher deine Brüder mit der Streichung der Bonuszahlung. Die, wie du weißt, nicht grundlos geschieht. Man kann aber doch auch an anderer Stelle einsparen. Nicht vor den Fashion Days. Mann, das ist die letzte Chance für LCL. Ich weiß. Da darf bei der Präsentation wie bei der Kollektion nicht gespart werden. Das heißt, es bleiben nur die Bonuszahlungen. Ich verstehe, dass du als Chefdesignerin das so siehst, aber ich sehe das anders. Das interessiert bloß keinen. Entschuldige. Redest du jetzt eigentlich gerade als Chefin mit mir oder als meine Freundin? Marlene. Nein, Rebecca, wirklich. Lass uns in der Sache professionell bleiben. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde, dass die Streichung der Bonuszahlung ein Fehler ist und ich möchte das offen sagen dürfen, ohne dass du sauer auf mich bist. Okay. Danke. Mach dir keine Hoffnung, dass du Tristan umstimmen kannst. Driving away from the wreck of the day and the lights always red in the rearview. Desperately close to a coffin of hope, I'd cheat destiny just to be near you. Dana, Vicky hier. Kannst du mich bitte abholen? Am Bahnhof. Ja. Danke dir. If this is giving up. Hast du die Post? Ich warte immer noch auf die Bescheinigung der Messeleitung. Tut mir leid, ich wollte mit dir über die Bonusstreichungen reden. Und sag jetzt bitte nicht, ich komme ungelegen. Marlene, ich musste verhindern, dass etwas durchsickert. Du dachtest, ich würde was ausplaudern. Ich wollte einfach niemanden verunsichern. Das ist aber ziemlich schief gegangen. Ein Großteil der Mitarbeiter ist stinksauer wegen der Bonusstreichungen. Weißt du, wie viele mit dem Geld gerechnet haben? Boni sind Zusatzzahlungen, mit sowas rechnet man nicht. Es hat sie aber jedes Jahr gegeben. Tristan mit der Streichung, da setzt ihr völlig falsche Signale. Das einzige Signal, das wir setzen, heißt, LCL steht kurz vor der Pleite. Ja, und die Fashion Days sollen voller Erfolg werden. Ihr investiert ins Marketing, in die Show, in die Kollektion, aber nur nicht in eure Mitarbeiter. Was wird das jetzt, ein Vortrag über Unternehmensführung? Mit der Streichung der Bonuszahlungen nehmt ihr den Leuten jegliche Motivation. Und das gerade, wo es drauf ankommt, wo alle anpacken müssen, mit Stress, mit Überstunden. Ich weiß, dass der Zeitpunkt ungünstig ist, aber ich kann es immer nicht ändern. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? LCL steht mit dem Rücken zur Wand. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt alle Kräfte mobilisieren. Die Firma und den eigenen Arbeitsplatz zu retten, sollten Motivation genug sein. Und wem das nicht reicht, der ist ja sowieso fehl am Platz. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Ich wollte doch ohnehin heute noch nach Tanja sehen, Dr. Mendes. Aber ich habe hier ein kleines Problem zu lösen. Ja, natürlich werde ich zusehen, dass ich es irgendwie einrichte. Ja. Wieder. Sie hat mich wirklich anrufen sollen, um das vorher mit mir abzuklären. Aber mich jetzt hier vor vollendete Tatsachen zu stellen, das ist... Es tut mir auch leid, aber es tut so weh. Von Lahnstein? Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich weiß, dass der Staatsanwalt nicht gerne wartet. Aber ich habe heute noch einen dringenden Termin im Krankenhaus. Ja, es geht um meine Frau.
Es ist mir doch egal, wie Sie das regeln. Finden Sie eine Lösung. Ja. Hey, komm rein. Gehen Sie zum Arzt. Komm ja schon alleine klar. Sind Sie sicher? Nein. Jetzt hauen Sie ab, bevor ich es mir anders überlege. Okay, danke. Alles gut. Gut, dass du da bist. Ich wollte ohnehin noch zu dir. Ich will das jetzt nicht wieder zerreden. Hier sind die Fotos für das Layout der Pressemappe. Ja, danke. Na, komm mal her, meine Kleine. Was war denn da los eben? Ach, die Nanny hat Zahnschmerzen, muss zum Zahnarzt, hat mir nicht Bescheid gesagt und... keine Sorge. Nichts, worum du dich kümmern musst. Hm? Was meinst du? Sollen wir nach Hause fahren? Da finden wir bestimmt jemanden, der mit dir spielen will. Du, Sebastian, ich kann mich auch um Emma kümmern, wenn du willst. Ist das dein Ernst? Klar. Kann ich nebenbei das Shooting vorbereiten und wir spielen ein bisschen. Oder, Emma? Ja? Du musst das nicht. Wollen wir? Ja. Na komm. Komm sofort. Danke, dass du gleich gekommen bist. Ja, ist doch selbstverständlich. Was ist denn überhaupt passiert? Hermann und ich, wir hatten Streit. Ganz schlimmen Streit. Nach unserem Telefonat heute Morgen? Hm. Erst habe ich gedacht, er hätte irgendwas verstanden, weil er mir diese Gummihose geschenkt hat. Eine Gummihose? Ja, zum Angeln. Gott, ich hasse Angeln. Dieses stundenlange, stupide Warten und wenn dann endlich mal was angebissen hat, diese glibberigen, glitschigen Viecher, die nach Luft schnappen und denen man dann den Kopf einschlagen muss. Aber es wäre mal was anderes gewesen und deswegen habe ich das als liebe Geste gesehen. Und ich dachte ja auch, dass wir gleich zum Angeln fahren. Aber? Angeln, das macht man doch nicht nachmittags. Frühmorgens, irgendwann dann mal. Ja. Und dann hat er sich wieder vor den Fernseher gesetzt und wollte sein Trabrennen schauen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es so nicht weitergeht. Danke sehr. Und Wasser für Sie. Danke. Ich meine, ich möchte doch gar nicht so viel. Einfach nur mal ein bisschen Abwechslung. Mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Er hat überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede. Er hat gemeint, ich bin egoistisch. Du und egoistisch? Ja. Dass es immer nur um mich geht, um meine Bedürfnisse. Also bitte. Du bist einer der großzügigsten und fürsorglichsten Menschen, die ich kenne. Dankeschön. Aber vielleicht nicht, wenn es um Hermann geht. Ja, ist ja gut. Geht gleich los, mein Großer. Frau Schumann, hallo? Hier ist Hermann Schumann. Hermann? Vickys Ehemann. Ja, jetzt habe ich mich nur gewundert, weil... wie geht's Ihnen? Ist was mit Biggie? Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Und vor allem setzen Sie meiner Frau keine Flausen mehr in den Kopf. Wir haben ja auch so viel zusammen erlebt. Hermanns Ruhe, seine Bodenständigkeit. Als unser Kind gestorben ist, hat er mich aufgefangen. Und er war einverstanden mit den Pflegekindern. Ich meine, er hat sich nicht groß gekümmert, das war ja mein Projekt. Aber er hat den ganzen Trubel ausgehalten. Wahrscheinlich ist es einfach ungerecht, dass ich ihm aus heiterem Himmel solche Vorwürfe mache. Also wirklich, sowas muss ein Mann schon mal aushalten. Ja, aber doch nicht so. Vielleicht können wir den Riss hier wieder kitten. Ich fahre einfach wieder nach Hause jetzt gleich, oder? Ich meine, vielleicht auch nicht nur für einen Tag, sondern mal für ein paar Wochen. Wir sind so lange zusammen, das kann ich doch nicht einfach wegwerfen. Und? Da die Boni weder in einer betrieblichen noch in einer vertraglichen Vereinbarung fixiert sind, dann wird er juristisch keine Handhabe. Sind das jetzt gute Nachrichten? Naja, rechtlich ist da nichts zu machen. Obwohl die letzten Jahre immer gezahlt haben. Das ist wohl unerheblich. Aber nicht für mich. Weißt du überhaupt, wie teuer Windeln sind, obwohl ich noch nicht mal die Markenprodukte nehme? Und Maxi ist gewachsen. Der braucht neue Klamotten und Dana hat's auch nicht dicke.
Marlene, das ist unfair. Ja, ich weiß. Komm, wir gucken mal, was hier sonst noch steht. Krass. Hier steht, dass der Löwenanteil der Zahlungen in die obere Etage geht. Das war ja klar. Ich soll fragen, ob die Sendung von der Druckerei schon gekommen ist. Du störst. Nee, noch nicht. Caro, du kennst dich doch mit Bonuszahlungen aus, oder? Ich bin nicht mehr in der Buchhaltung. Nur eine ganz kurze Frage. Sag mal, stimmt's, dass 70% der Zahlungen in die obere Etage fließen und nur 30% in die breite Basis? In der Regel bemisst sich die Höhe der Prämie prozentual am Gehalt. Das dürfte so ungefähr hinkommen. 70%? Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 1.000 € Bonus kriegen, kriegen die 3.000. Tja, oder sogar mehr, je nach Gehalt. Boah, ist das unfair. Möchtest du noch was wissen? Nee, danke, Caro. Also während wir jetzt als Fußvolk mit den Krümeln abgefertigt werden, fressen die da oben eine fette Sahnetorte oder was? Hier, die offizielle Bestätigung von Ansgar, dass er mir die Vormundschaft für Tanja übertragen hat. Danke. Damit liegt die Entscheidung, wie es mit Ihrer Ex-Frau nun weitergeht, ganz allein bei Ihnen. Was haben die letzten Tests ergeben? Ich habe leider keine guten Nachrichten. So, jetzt habe ich hier auf den Knopf gedrückt. Das ist der Auslöser und zack ist das Bild da drin gespeichert. Super, ne? Und jetzt bist du mal dran. Jetzt bist du mal das Model, stellst dich mal hier hin und machst lustige Posen, ja? So, so. Da, da, da. Oder so. Ja? Zeig mal was du kannst. Ja, aber so geht das doch nicht. Wenn wir schon ein exklusives Model hier haben, dann müssen wir es auch exklusiv einkleiden. Oder was meinst du, Emma? Guten Tag. Tag. Hier ist die Emma. Ich bin Willibald. Ja? Willibald. Ach so. Normalerweise kann man nach Impulsen, zum Beispiel dem Besuch eines Familienmitglieds oder auch dem Test der Pupillenreflexe, schon Veränderungen der Herzfrequenz feststellen. Bei Ihrer Ex-Frau leider nicht. Dasselbe gilt für die Hirnfrequenz, die wir mittels EEG messen. Aus medizinischer Sicht gibt es keinen Hinweis darauf, dass Ihre Ex-Frau in Kontakt mit ihrer Umwelt steht. Es gibt Fälle, in denen Patienten aus einem derart tiefen Koma erwacht sind, aber ich will Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Ich weiß selbst, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist. Und sinkt weiter, je länger der Zustand anhält. Wegen vorhin. Was? Also, nein, also von mir muss Ihnen nichts peinlich sein. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man sich nicht mehr zurückhalten kann. Schwer Verliebten. Tja, und wenn schon. Ich habe mir leider einen Mann ausgesucht, den ich nicht haben kann. Wegen Tanja. Ihr Kollege hatte von einer Verlegung in ein Pflegeheim gesprochen. Wir können hier für Ihre Ex-Frau nicht mehr viel tun, außer in regelmäßigen Abständen ihre Werte zu messen. Das ist natürlich in Anbetracht der Leistung auch eine Kostenfrage. Ist es nicht. Geld spielt keine Rolle. Dr. Bender meinte, Sie hätten der Verlegung bereits zugestimmt. Ja, hab ich. Und? Hab ich's mir eben anders überlegt. Herr von Lahnstein. Ich will, dass sie hier bleibt und ich will, dass weiterhin regelmäßig Untersuchungen durchgeführt werden. Diese Frau liegt im Koma und dadurch wird sie unangreifbar. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube schon, ja. Ich bin doch automatisch die gewissenlose Schlampe, wenn ich versuche, ihr in ihrer Situation Sebastian wegzunehmen. Also ich habe bislang nicht das Gefühl, dass Sie Sebastian zu irgendwas gezwungen haben. Nein, ihm geht es ja gut, wenn er bei mir ist. Und es fühlt sich alles total richtig an. Ja, den Eindruck habe ich auch.
Trotzdem geht er nach jedem Moment der Nähe sofort auf Distanz. Das Schlimmste ist, dass ich das schlechte Gewissen in seinen Augen sehen kann. Ich glaube, der kämpft ziemlich mit sich. Aber ich kann nicht ewig auf ihn warten. Tanja, wenn du da bist, wenn du mich hörst, dann gib mir ein Zeichen. Irgendwas. Bitte. Ich werde dich immer lieben, aber ich muss ins Leben zurück, allein schon wegen Emma. Ich hoffe, du verstehst das. Mit den Stoffen kann ich arbeiten. Hauptsache, du kannst den Termin halten. Das wollte ich damit sagen. Gut. Ihr Bruder weiß schon Bescheid. Da mein Bruder aber nicht da ist, wäre es nett, wenn Sie mich ebenfalls in Kenntnis setzen würden. Ich habe einen alten Kontakt aktiviert und eine Bühnencrew gefunden, die nicht nur gut ist, sondern auch einen äußerst fairen Preis macht. Jessica! Wegen euch fällt unser Bonus weg. Sie hat das Memo gelesen. Ja, genau das Memo. Wie feige ist das denn? Ich würde gerne einen Kompromiss vorschlagen. 70% der Bonuszahlungen entfallen allein auf die Chefetage. Und wenn dort alle bereit wären, auf ihren Bonus zu verzichten, dann könnten doch die nötigen Einsparungen schon erreicht werden. Und die restlichen 30% könnten ganz normal verteilt werden. So würden die Mitarbeiter einen Anreiz für die zukünftigen Überstunden bekommen und die Chefs könnten ihre Opferbereitschaft gegenüber der Firma beweisen. Wie hast du es so schön gesagt, Tristan? Der Gürtel muss enger geschnallt werden. Da könntest du doch mit gutem Beispiel vorangehen. Wärt ihr bereit, auf euren Bonus zu verzichten? Mein Gott, Blondie, du bist ja knallhart. Also? Könnt ihr denn eine Zeit lang ohne mich klar? 2 Wochen oder so? Mach dir um uns keine Sorgen. Jetzt ist es mal wichtiger, dass du dich um dich und deine Ehe kümmerst. Ja. Dann schmeiß ich schnell ein paar Sachen in den Koffer und krieg hoffentlich noch den Zug am frühen Abend. Kriegen das schon hin, hm? Naja, genau genommen du und dein Vater. Mit Kind könnt ihr jetzt ja wohl nicht rechnen, die arme Maus. Macht Schommi noch Mittagsschläfchen? Ja, zum Glück. Da sind Sie ja wieder. Ja, hallo. Darf ich mal fragen, was mit Ihrem Mann los ist? Wieso? Er hat angerufen. Und wollte mich sprechen? Nee, nicht. Sie? Ja. Er war ziemlich sauer. Also er hat gesagt, ich soll ihm keine Flausen in den Kopf setzen. Also er ist jetzt nicht irgendwie konkret geworden, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann wüsste ich schon gerne was. Nee, Sie haben gar nichts falsch gemacht. Hermann, sag mal, kannst du mir erklären, wie du dazu kommst, Herrn Wolf anzurufen? Du, ich dachte, wenigstens den Punkt hätten wir geklärt. Komm her. Hey! Na, du kleine Prinzessin? Sag mal, was hast du da? Bist du etwa ein richtiger kleiner Star? Ja. Ja? Du glitzerst schon wieder, das magst du, ne? Ich darf Ihnen verraten, dass es gute Neuigkeiten gibt. Die Geschäftsführung hat entschieden, die Streichung der Bonuszahlungen nicht stattfinden zu lassen. Das heißt, alle Gewerke bekommen auch in diesem Jahr ihren Bonus. Wir wissen, was wir zurzeit von Ihnen abverlangen. Und Sie alle tragen einen großen Teil dazu bei, dass wir LCL gemeinsam aus der Krise führen. Und diesen Einsatz möchten wir natürlich belohnen. Als ob das seine Idee gewesen wäre. Und ich hoffe, dass Sie unsere kleine Geste als Anreiz sehen, beim Endspurt noch mal alles zu geben. Ich danke Ihnen. Marlene ist die Größte! Geil, einfach nur geil. Ja, habe ich es euch nicht gesagt? Wenn es jemand schafft, dann unsere Marlene.
willst, dass ich dich akzeptiere, ja? Aber akzeptierst du mich? Du, ich habe mein Leben lang Rücksicht genommen. Nein, jetzt hörst du mir zu. Junge, der kann ja richtig Haar auf den Zähnen haben. Das merkst du das jetzt? Ich wollte schon meine Koffer packen und zu dir fahren. Nein, aber wenigstens für 2 Wochen, damit wir wieder mal ein bisschen Zeit füreinander haben. Wie, wofür? Ha, siehst du, das meine ich. Genau das meine ich. So geht das nicht, Hermann. Ja, dann guck doch dein bescheuertes Trabrennen. Oh, kann er das denn nicht verstehen, dass es noch irgendwas anderes gibt im Leben, als auf dem Sofa zu sitzen und in die Glotze zu schauen? Oh. Entschuldigung, ich glaube, ich bin ein bisschen aufgebracht. Etwas. Ja, ich mach sowas normalerweise nicht am Telefon. Vielleicht sollte ich wirklich besser zu ihm fahren. Und wir klären das gemeinsam. Meinst du nicht, dass wenn du jetzt so zu ihm fährst, dass ihr euch dann gleich wieder streitet? Wahrscheinlich. Aber so geht's doch auch nicht weiter. Vicky, die Frage ist doch, was willst du eigentlich? Glaubst du noch an euch? Schön, wie Marlene sich feiern lässt. Also ich finde, jeder von uns sollte einen Teil von seinem Bonus spenden. Schmeiß mir eine Party für dich. Nein. Geile Idee. Ich gebe zu, das hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank. Marlene heißt zwar von Lahnstein, aber jetzt ist ja wohl klar, dass sie eine von uns ist, oder? Ja, um ehrlich zu sein, ich will mich gar nicht so nach Seite zuordnen, wisst ihr. Ich sehe mich mehr als Vermittlerin. Genau das ist es doch. Also ich fand Marlenes Vorschlag einen guten Kompromiss. Und die Mitarbeiter sind auch wieder motiviert. Dass dir das gefällt, war mir klar. Mir gefällt nur, dass das alles endlich vom Tisch ist und dass sich jeder wieder auf seine Arbeit konzentrieren kann. Die Kosten, die holen wir auch wieder rein. Dank Tore sparen wir beim Bühnenaufbau und ja, beim Budget der Models können wir auch kürzen. Mit den meisten bin ich befreundet. Wenn ich denen eine langfristige Bindung an der LCL verspreche, dann machen die das auch für weniger. Ich finde es erstaunlich, wie schnell du dich mit der neuen Situation arrangiert hast. Bleibt uns eine andere Wahl? Weißt du, genau genommen, könnten wir dich auf Vertragsbruch verklagen. Oder woher hatte unser Jeanne d'Arc auf einmal die Informationen über die Bonuszahlungen? Von mir jedenfalls nicht. Das sind hochsensible Firmeninterne, Rebecca. Also, dass der Löwenanteil der Prämie in der Führungsetage bleibt, das ist ja wohl in jedem Unternehmen der Welt so. Das ist doch kein Geheimnis, Tristan. Toll! Na, dann hast du den Tipp wenigstens mit gutem Gewissen gegeben. Ich habe Marlene keinen Tipp gegeben. Sie ist eine selbstständig denkende Frau. Und wir sind beide in der Lage, Berufliches und Privates zu trennen. Also ehrlich gesagt finde ich, dass Sascha recht hat. Wir könnten dich doch als offizielle Sprecherin wählen. Über deine Freundin kriegst du immer mit, wenn was im Busch ist? Also in unserer knappen Freizeit, ich werde Rebecca nicht über Firmeninterne ausquetschen. Das verlangt doch auch gar keiner. Aber du bist wirklich eine gute Vermittlerin. Und am Ende hat jeder was davon. Das ist lieb, dass ihr mir das zutraut. Also, gut, wer ist dafür, dass Marlene uns jetzt offiziell bei denen da oben vertritt? Tja, dann. Bist du das? Ja, Oh, wie schön. Guck Das bist du, ich erkenne dich. Ach doch, jetzt erkenne ich dich. mit der Katze. Mit so. der Kette. Ah, du bist ja ein richtig kleiner Star. Das hast du aber toll gemacht. Super. Ich glaube, das haben wir aber auch ein bisschen der tollen Fotografin zu verdanken, oder? Ja, Ja? Hast du denn schon Danke gesagt? danke. Danke. Bitte schön. Was? Oh, natürlich. Natürlich zeige ich auch der Mama die Fotos. Und die Mama wird die Fotos auch ganz toll finden. Weißt du doch, die Mama hat dich ganz doll lieb. Und die Mama ist bestimmt auch mächtig stolz auf dich. Okay? Gut. Frieda, warte. Bleib doch noch. Du bist ja jetzt da und ich habe noch viel zu tun. Aber Es ist alles gut, Sebastian, wirklich. Ich finde es schön, dass du immer von ihrer Mama erzählst. Das ist wichtig für sie. Aber nicht für mich. Bis vor ein paar Tagen habe ich noch geglaubt, dass wir eine relativ glückliche Ehe führen. Also, mit allen Problemen, die man so hatte, war, in der Hermann und ich Seite an Seite stehen. Und auf einmal liegen Kontinente zwischen uns. Wann ist denn das passiert?
Und wieso habe ich das nicht früher gemerkt? Vielleicht wolltest du das nicht wahrhaben. Wahrscheinlich. Wir sind jetzt so lange verheiratet. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das noch 20, 30 Jahre so weitergeht, das geht gar nicht. Ein Leben ohne Hermann kann ich mir auch nicht vorstellen. Das macht mir Angst. Naja, alleine wärst du erstmal nicht. Überstürz nichts. Ich bin mir sicher, du triffst die richtige Entscheidung. Maxi. Geh nur. Ich komm schon klar. Was machst du denn hier? Ach, ich habe in der Firma keine Ruhe gefunden. Und daran bin ich schuld? Nein. Aber Tristan dreht gerade ein bisschen durch. Er hat mir vorgeworfen, dass ich dich mit firmeninterner versorgt haben soll. Mach dir keinen Kopf. Es ist okay, du hast ja einen Kompromiss gefunden, wo beide Seiten mit leben können. Trotzdem bin ich heilfroh, dass dieser Spuk endlich vorbei ist. Rebecca, hör mal zu, die Kollegen, die würden mich gerne zur Sprecherin der Belegschaft machen. Und um ehrlich zu sein, ich würde den Posten ganz gern annehmen. Und was ist da mit uns? Dann können wir ja gar nicht mehr offen miteinander reden. Wieso? Wir können Berufliches und Privates doch ganz einfach trennen. Das ist uns bisher auch total gut gelungen. Ja, bisher. Da warst du auch noch nicht Sprecherin der Gegenseite. Gegenseite? Das ist echt interessant, welche Ansichten du hast. Ach, jetzt komm schon, Marlene. Wenn's hart auf hart kommt, dann ist das doch so. Oder siehst du dich jetzt als große Heilsbringerin, die von beiden Seiten gefeiert wird? Das wäre ganz schön naiv. Rebecca, was ist los mit dir? Ich verstehe einfach nicht, wie du so eine Aufgabe freiwillig übernehmen kannst. Natürlich färbt das auf unsere Beziehung ab. Gut, dann nicht. Es ist nur was, das hat sich in dem Moment einfach irgendwie richtig angefühlt für mich. Aber wenn du in der Sache nicht hinter mir stehst, dann... Nein, Marlene. Es tut mir leid, so war das nicht gemeint. Du hast recht. Wir haben das ja bisher auch ganz gut hinbekommen. Und wenn dir diese Aufgabe wirklich so wichtig ist, dann solltest du sie auch übernehmen. Wirklich? Ja, die Wogen sind ja jetzt auch erstmal geglättet und dann hoffen wir mal, dass es demnächst nicht schon wieder einen Streit gibt. So, ich gehe dann jetzt zum Trabrennen. Oh, tut mir leid, schlechter Scherz. Nee, aber ich muss jetzt zur Arbeit. Wenn Sie wollen, dann kann Dana auf Tommy aufpassen. Nee, ich mach das schon. Kein Problem. Danke. Hey! Hey! Na, was kaufst du dir von dem Geld? Was für Geld? Von dem Bonus natürlich. Welcher Bonus? Jetzt sag nicht, du hast noch gar nichts mitbekommen. Marlene von Lahnstein, LCLs neue Heldin, Kämpferin der Gerechtigkeit. Es wird Geld regnen und zwar auf uns! Marlene hat die echt um den Finger gewickelt. Die Chefetage verzichtet auf ihre Boni. Tristan war am Schluss so klein. Ich hätte das ihr echt nicht zugetraut. Wundert mich trotzdem, dass die sich auf sowas einlassen. Wieso? Die werden einfach verstanden haben, dass der Laden ohne uns nicht läuft. Ich gehe heute auf jeden Fall erstmal shoppen. Weißt du, ich habe so eine super süße so eine Jeansjacke für Maxi gesehen. Total süß auf der Kür. Es ist zwar viel zu teuer dafür, dass sie ihm in 3 Monaten nicht mehr passen wird. Ist aber egal.
Ich muss sie einfach haben. Und dann habe ich noch so braune Stiefel gesehen, also so ganz weich mit so Plüscheln dran, so ganz süß. Und die passen perfekt zu so einem Kleid, so einem blauen Mini-Kleid. Und das passt perfekt zu der Jeansjacke von Max. Mhm. Also irgendwas musst du dir doch kaufen. Keine Ahnung. Wie wär's mit einer neuen Bluse? Hä? Wieso? Na so. Ich habe genug Blusen. Also ich würde das Geld eher sparen, man weiß ja nie, was kommt. Aber ich finde es gut, dass man jetzt weiß, dass unsere Chefs keine Ärsche sind. Ist auch gut fürs Betriebsklima, finde ich. Das heißt, ich will die bestehenden Verträge auslaufen lassen und die gesamte Produktion nach Osteuropa verlagern. Rumänien, Bulgarien, da sind Sie der Experte. Jetzt kann auf jeden Fall keiner mehr sagen, dass die da oben kein Herz für die Bedürfnisse von einem kleinen Mann haben. Oder der kleinen Blondine. Mhm. Ich muss. Okay. Marlene wird jetzt unsere Sprecherin. Ja, dann mal auf Marlene. Auf die Arbeiterklasse. Das Geschrei wird natürlich groß werden, klar. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Im Wirtschaftsleben muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Sie sagen es. Frieda, warte. Komm, lass gut sein. Ich bin weder enttäuscht noch beleidigt, ehrlich. Geh hoch, spiel mit deiner Tochter. Ach so, und wunder dich nicht, wenn sie dich nach Gage fragt. Ich habe ihr erzählt, was ein Model so verdient. Die Nanny hat Emma gerade abgeholt. Können wir kurz reden? Es ist doch schon alles gesagt. Nein, es ist nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich dir längst hätte sagen sollen. Ja, stattdessen bin ich dir immer nur auf die Nerven gegangen mit meinem schlechten Gewissen, mit meiner Unentschlossenheit, von wegen, ich brauche noch mehr Zeit. Du, ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich wusste doch einfach nicht, wie ich mich entscheiden soll zwischen dir und Tanja. Sie ist die Mutter meiner Tochter und das wird sie auch immer sein. Ich weiß das und ich respektiere das auch. Bist du jetzt fertig? Ich habe mich in dich verliebt. Jetzt bin ich fertig. Kein Puls. Atemstillstand. Reanimation.